Hi, ich bin Kathi von Creative Mom. Schön, dass du eingeschaltet hast. Im ersten Teil dieser Videoreihe zeige ich dir, wie ich die Dirndlbluse von Dannys kostenlosem Schnittmuster nähe. Abonniere meinen Kanal, denn weitere Teile zu diesem Set werden in den nächsten Wochen folgen. Die Stoffe habe ich zugeschnitten und werde jetzt mit der Bluse beginnen. Damit ich nicht durcheinander komme, lege ich mir die einzelnen Teile in der Reihenfolge hin, in der sie dann gleich zusammengenäht werden. Bei dem Rückenteil müsst ihr ein bisschen aufpassen, da gibt es einmal das linke und das rechte Teil. Diese unterscheiden sich eigentlich nur darin, dass bei dem rechten Teil, da wo der Verschluss dann später hinkommt, die Außenkante zweimal umgefaltet wird und beim linken Teil nur einmal. Das untere Vorderteil braucht ihr einmal und das obere zweimal. Um die Bluse oben raffen zu können, braucht ihr zudem noch ein 3 mm starkes Gummiband. Die Seitenteile habe ich zweimal zugeschnitten, jeweils einmal das Rückenteil links und rechts und zwei von den Rüschen. Ich nehme den Brustteil und versäubere diese Kanten. Danach lege ich sie mit der rechten Seite aufeinander und nähe sie zusammen. Hier müsst ihr unbedingt darauf achten, dass die Nahtzugabe 0,5 cm beträgt. Die Brustteile habe ich zusammengenäht, die Nahtzugabe auseinandergebügelt und die obere Kante mit einem Overlockstich versäubert. Nun mache ich weiter mit dem Tunnel für das Gummi. Hier muss man 0,8 cm umklappen und dann später absteppen. Ich klappe zuerst 0,8 cm in der Mitte um und bügel diese Stelle fest. Danach beginne ich von außen den Stoff umzubügeln und versuche während des Bügels den Stoff in den Kurven leicht mitzudehnen. Somit verhindere ich Falten. Danach drehe ich das Brustteil auf die rechte Seite und bügele es noch einmal mit viel Dampf. Ich schneide auch gleich das Gummi zu. Wenn du auf das Schnittmuster guckst, steht da 6,5 cm für beide Brustteile. Ich habe das Brustteil ja zusammengenäht, also brauche ich die doppelte Länge, das wären 13 cm. Wobei ich dieses Mal nur 12 cm nehmen werde, weil beim ersten Testdurchlauf, wo ich das erste Mal diese Bluse genäht habe, war mir das Oberteil für meine Smart Roll ein bisschen zu weit. Jetzt muss der Tunnel nur noch mit 0,4 cm abgesteppt werden. Die Stichlänge kannst du hier ruhig etwas länger einstellen. Mit Hilfe einer stumpfen Nadel fädel ich das Gummi in den Tunnel und werde dann die Enden jeweils mit ein paar Stichen fixieren. Das Gummi verteile ich gleichmäßig auf beide Brustteile und werde anschließend das Brustteil unten raffen. Ich nehme das untere Brustteil und lege das obere Brustteil mit der rechten Seite drauf. Zuerst stecke ich die Mitte zusammen und dann die Seiten. Danach
verteile ich die Rüschen gleichmäßig und stecke auch diese mit gefühlt 100 Nadeln fest. Mit 0,7 cm nähe ich beide Teile zusammen und versäubere anschließend die Kante. Die Nahtzugabe klappe ich nach unten, bügele sie fest und steppe sie von der rechten Seite ab. Das Absteppen an dieser Stelle ist im Schnittmuster nicht enthalten, aber ich finde es schöner, wenn die Nahtzugabe flach liegt und vorne alles schön abgesteppt ist. Nun geht es weiter mit den Seitenteilen bzw. dem Rückenteil. Ich lege sie mir vorne hin, um nicht durcheinander zu kommen. Beim mittleren Teil habe ich die Markierungen jeweils auf den Stoff übertragen. Nun lege ich das Seitenteil auf das Rückenteil und stecke es zusammen. Dabei treffen die Markierungen exakt aufeinander. Mit 0,7 cm Nahtzugabe nähe ich beide Teile zusammen, also die rechte und die linke Seite, und versäubere anschließend die Kanten. Die Nahtzugabe habe ich zum Rückenteil gebügelt und von der rechten Seite abgesteppt. Das ist im Schnittmuster wieder nicht vorgesehen. Ich mache es, dass die Nahtzugabe flach liegt und von vorne schöner aussieht. Bevor ich weitermache, versäubere ich diese Kanten. Jetzt muss die obere Kante 0,7 cm umgeklappt und festgebügelt werden. Anschließend wird oben mit 0,5 cm von der rechten Seite abgesteppt. Das Rückenteil lege ich mit der rechten Seite auf das Vorderteil und stecke die Seiten zusammen. Zu Beginn könnt ihr die Fäden etwas länger lassen und leicht mitziehen. Am Anfang sind mehrere Stofflagen und das Gummi dazwischen, und hier an dieser Stelle könnte die Maschine Schwierigkeiten haben, voranzukommen. Die Nahtzugabe bügele ich Richtung Rückenteil und steppe sie dann von der rechten Seite ab. Somit habe ich auch gleichzeitig oben das Gummi festgenäht und es steht nicht ab. Und hier seht ihr das Ergebnis, das Gummi liegt schön flach an und es steht nicht ab. Genau so liebe ich es.
Es geht weiter mit den Rüschen. Unten wird es zweimal umgeklappt und abgesteppt. Oben dann anschließend gerafft. Ich klappe zuerst 0,5 cm um und bügele es fest. Vorsicht, es ist sehr heiß, bügelt euch nicht über die Finger. Nun klappe ich noch einmal 0,5 cm um und bügele es fest. Damit sich diese Kante nicht wieder aufklappt, fixiere ich sie mit ein paar Klammern. Anschließend schnappe ich die zweite Rüsche und bügele auch hier die Kante zweimal um und stecke sie fest. Die untere Kante habe ich abgesteppt und gleich eine Naht gelegt, um die Rüschen gleich zu raffen. An der Bluse unten habe ich die Mitte markiert und nehme mir eins der Rüschen und stecke es zuerst an die Außenkante dran. Dann lege ich die Spitze mit einem kleinen Überstand an die Mitte und stecke sie fest. Ich klappe den Stoff nach hinten und schaue, dass die Spitze von der Rüsche exakt auf die Mitte trifft. Nun raffe ich die Rüsche gleichmäßig und stecke sie mit Nadeln fest. An der hinteren Stelle, wo später das Klettband hinkommt, lasse ich ungefähr 1 cm bis 1,5 cm frei. Also an dieser Stelle raffe ich den Stoff nicht, weil wir ja später die Kante nochmal einmal bzw. zweimal umklappen müssen und dann noch das Klettband draufnähen müssen. Das wären viel zu viele Stofflagen und das würde auch nicht schön aussehen. Also ich muss sagen, nachdem man bei diesem Schnittmuster einmal bei der Bluse und später auch noch bei dem Ärmel so viel Stoff raffen muss, habe ich für mich persönlich festgestellt, das mache ich gar nicht gerne. Das nimmt so viel Zeit weg und dann muss man exakt gucken, dass man die Rüschen ja gleichmäßig verteilt, weil wenn nicht, sieht das von vorne dann halt, wenn es festgenäht ist, nicht so toll aus. Also ja, ich mache das gar nicht gerne. Nachdem ich nun auch die zweite Rüsche soweit festgesteckt hatte, geht's an die Maschine und das Ganze wird festgenäht. Die Nahtzugabe habe ich dann gleich mit versäubert und von vorne knappkantig abgesteppt. Nun geht es weiter mit dem Verschluss hinten. Dafür schnappe ich mir nochmal das Schnittmuster, um zu sehen, wie ich jetzt weitermachen muss. Auf dem rechten Teil muss die Kante zweimal umgeschlagen werden und auf dem linken Teil reicht es, wenn man die Kante versäubert und einmal umschlägt. Dann brauche ich gleich noch das Klettband, das ist 6,8 cm lang und 0,8 cm breit. Ich beginne mit der linken Seite. Hier muss ich 1 cm umschlagen und festbügeln.
Auf der rechten Seite muss das Ganze zweimal umgeklappt werden, jeweils 1 Zentimeter. Links auf die Außenseite platziere ich das raue Klettbandteil. Und auf die rechte Innenseite das flauschige Klettbandteil. Ich beginne ganz oben, die Stichlänge habe ich vergrößert und nähe das Klettband einmal rundherum dran. Die Bluse ist soweit fertig und es geht gleich weiter mit den Ärmeln. Der Ärmel besteht aus 3 Teilen. Einmal der obere Teil mit einem Gummi oben, der mittlere Teil und dem unteren Rüschenteil. Ich mache in die Mitte bei allen 3 Teilen einen kleinen Knipser rein, damit ich es später etwas leichter habe, alles zusammenzupuzzeln. Am oberen und auch am unteren Teil, da wo eine Welle eingezeichnet ist, nähe ich eine Kräuselnaht. Ich beginne mit der Rüsche. Zuerst raffe ich sie ein wenig. Dann lege ich das mittlere Teil an die Außenkante, stecke sie fest, gehe dann zu der anderen Außenkante, stecke auch diese fest, raffe den Stoff auf die gewünschte Breite und stecke dann alles zusammen. Die unteren Teile sind soweit vorbereitet. Nun geht es weiter mit den oberen Teilen.
Den oberen Ärmel lege ich mit der rechten Seite auf den unteren Ärmel und achte dabei, dass die Knipser genau aufeinandertreffen. Dann lege ich die Außenkanten aufeinander und stecke diese fest. Ich raffe den Stoff gleichmäßig und stecke ihn mit vielen Nadeln fest. Das gleiche wiederhole ich dann auch bei dem anderen Ärmel. Die Ärmel habe ich dran genäht und werde jetzt die Kanten versäubern. Die Kanten sind versäubert und jeweils nach oben und nach unten gebügelt und von der rechten Seite mit einem geraden Stich abgesteppt. Gleichzeitig habe ich auch oben die Kante mit versäubert. Nun werde ich den Tunnel für das Gummi vorbereiten. Ich falte 0,7 cm um und bügel die Kante fest. Beim Bügeln versuche ich, den Stoff in den Rundungen ein bisschen mitzudehnen. Somit verhindere ich eine Faltenbildung. Den Tunnel steppe ich mit 0,4 cm ab. Ich schneide auch gleich das Gummi zurecht. Das wären dann laut Schnittmuster 7,5 cm pro Ärmel. Beide Gummis stecke ich in die Tunnel rein und nähe die Enden fest, damit mir das Gummi nicht wieder abhaut. Die Gummis sind festgenäht, es ist oben alles fertig. Jetzt geht es weiter mit dem unteren Saum. Dieser wird laut Schnittmuster wieder zweimal umgeschlagen und abgesteppt. Ich schlage zuerst 0,5 cm um und bügele diese fest. Jetzt klappe ich nochmal 0,5 cm um und bügele auch diese fest. Danach stecke ich mir das Ganze mit ein paar Klammern zusammen und steppe es von der rechten Seite ab. Die Säume an den Ärmeln sind fertig und jetzt klappe ich die Ärmel mit der rechten Seite aufeinander und stecke die komplette Seitennaht mit ein paar Nadeln zusammen. Dann geht es an die Maschine und das Ganze wird zusammengenäht und versäubert. Ihr müsst hier unbedingt beachten, dass die Nahtzugabe nur 0,5 cm beträgt.
Damit die Nahtzugabe unten am Saum nicht absteht, habe ich sie mit ein paar Stichen festgenäht. Die Bluse ist soweit fertig und ich finde, dass diese Bluse auch wunderbar mit einer schönen Jeans oder einer schönen Leggings getragen werden kann. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ich das Korsett nähe. Ihr habt also genug Zeit, diese Bluse schon mal zu nähen. Ich habe mir überlegt, dieses Blusenschnittmuster auch für MST-Puppen anzupassen. Schreibt mir doch in die Kommentare rein, ob ihr so eine Bluse für MSD-Größen nähen würdet oder nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachnähen, bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal. Bye bye!